Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Trainingslager in Portugal. Wir sind heute bei Tag 2 schon angekommen, haben gestern einen kleinen Lauf gemacht. Ich führe euch heute mal durch unser kleines Reich. Hier haben wir natürlich Eingangsbereich, eine kleine Verpflegungsecke. Genau, der Alex, mein schnellster Laufkumpel, ist auch dabei. Hier ist unsere Regenerationsecke. Wir haben Reboots dabei, wir haben Massagepistolen, Feels Like, Black Rolls, alles dabei. Wir haben sogar einen zweiten Balkon. Und wir gehen jetzt gleich auf die Bahn und machen da 400 Meter Intervalle zum ersten Mal. Da sind wir auch gespannt. Alex, welche Schuhe nimmst du denn heute und welche hast du dabei? Sollen wir mal gucken. Ich glaube, den Socken nach ist es nicht schwer zu erraten, welches wird für die Bahn. Okay, Alter 2, 3. Genau. Alter Schuhe. Ne, ein bisschen durchgelatscht. Dann kann man jetzt für die Bahn noch runterrocken. Boah, sonst, ne, was habe ich sonst so dabei? Hier, Mach X2 für Tempoläufe. Ist ziemlich ernster. Nylonschuh, also Nylonplatte, keine Carbonplatte, aber kommt schon echt nah ran. Mach 6 kann man immer brauchen für alles andere. Nova Blast für die easy Sachen. Und hier Cloud Monster 2. Passt immer zum Outfit und ganz im Ernst, ich finde einer meiner Lieblingsschuhe. Muss halt mit, aber vor allem, wenn man nicht weiß, was anziehen, Monster 2 geht immer. Okay. Sieht's bei dir aus? Bei mir, ja, etwas kleinere Rotation. Ganz neu den Vaporfly 3 für die Bahneinheiten. Dann noch ganz neu Zoomfly 6 für die Tempoläufe, bin ich auch sehr gespannt. Auch einer meiner Lieblingsschuhe, um einfach lockere Einheiten zu machen, der Supernova Rise. Ist schon sehr durchnässt und natürlich der Invincible zum Mileage Grinden, liebe ich auch schon immer. Deswegen alle weiß, perfekt für diese Bedingungen draußen. Hast du ja schon unseren süßen Sack gezeigt. Genug Zucker dabei. Ja, alles, was das Herz begehrt. Auch dabei. Alle Sorten, alle Geschmäcker. Gels bis zum Umfallen. Genau, dann haben wir uns natürlich eingedeckt mit Protein, Müsli, Bananen und so weiter, dass wir uns verpflegen können und im Safe natürlich die Das Wichtigste. ganz wertvollen Sachen. Hier seht ihr noch unsere Laufsachen. Bei mir seht ihr, ich habe ein Outfit für 3 Tage, muss es reichen. Come on now, dog. Und Alex hat dann immer hier nur Laufoutfits mit immer passenden Socken, also er hat jeden Tag 3 Outfits. wow. Jetzt geht's los, 400 Meter. Gestern waren wir uns schon eine kleine Runde einlaufen, 10 Kilometer. Alex macht immer das Doppelte von mir. Hat 18 gemacht, heute 10 mal 400, du machst 15. Okay. Let's go! So, wir sind jetzt hier im Stadion. Für 5 Euro kann man hier einfach den Bad nutzen. Das ist auch super modern hier. Das ist echt ein krasses Gelände. Da hinten ist noch ein Gym, das man nutzen kann mit allen möglichen Geräten. Und tatsächlich sind wir die einzigsten Nicht-Profi hier. Hinter uns ist das französische Nationalteam und Alex und ich. Da ist er. Was steht an jetzt, Alex? 15 mal 400. Ja. Fangen wir an mit 80 Sekunden, die Runde. Ja. Oh, schneller hinten raus. Okay. Probier mal. Ha? So, Workout ist zu Ende. 10 mal 400, 80 Sekunden, also ungefähr 3,20er Pace. Wir haben immer abgewechselt, zweimal ich, zweimal Alex vorne. Sehr hart wirklich für die 80 Sekunden, was eigentlich gut gehen müsste. Aber es war auch mein erstes Bahntraining jetzt seit November. Ja, Alex macht es noch 5, ein bisschen zügiger. Dann werden wir uns noch auslaufen. Das hier vorne war übrigens Jimmy Cressier, der gerade zu Kip Run gewechselt ist und hier mit seinen Coaches trainiert hat. Und wie gesagt, Alex und ich sind in diesem ganzen Center die einzigen Amateure. Ist schon crazy. Fühlt man sich schon ein bisschen noch mehr Amateur als sonst schon. Ja, und auch der Vaporfly, den ich halt das erste Mal anhatte, extrem geil, muss ich wirklich sagen.
Vor allem, weil ich mit dem Zweier ja nicht so recht gekommen bin. Er fühlt sich so viel bequemer an und ist so ein geiler Schuh, wirklich für die Bahneinheit. Der Zustand von dem Stadion, muss man auch sagen, ist echt krass gut. Ist gefühlt neu, hat einen super nicen Bounce, keine einzige Wasserfleck. Zustand 10 von 10 und wie gesagt, für ein paar Euro kann man hier den ganzen Tag trainieren und sogar das Gym nutzen. Also, ich schaue jetzt noch Alex zu und dann geht's auslaufen. Ciao! Auf geht's, Alex! Sauber! Und Alex, wie war deine Session? Ja? Ne, hat gebockt. Gleich lief riesen. Ich musste fast sogar ein bisschen bremsen. Aber ich muss was sagen. Einfach fahren, erste Mal auf der Bahn. Ja. Geiles Ding. Also funktioniert nicht nur auf der Straße. Steht richtig krass an. Ja. Wie schnell war der letzte? Ah, 305. Sah gut aus. Lief, danke. Top. Der morgendliche Alltag. Wir stehen da. Jan sucht immer GPS. Komm, guck mal hoch. Siehst du den Satellit? Eine fehlt noch. Eine noch? Ja, ja. Ja, komm. Die neuen Uhr sind ja besser, gell? Habe ich gehört, ja. Guck mal. Bei mir ist schon. Ich gehe raus und bereit. Immer bereit. So. Heute ist wieder Action hier. So, herzlich willkommen zu Tag 5 heute. Heute machen wir die nächste Einheit. Die letzten Tage haben wir relativ entspannt langweilige Einheiten gemacht. Nur ein bisschen locker laufen. Heute machen wir einen gesteigerten Tempolauf. Das heißt, alle 4 Kilometer werden wir 15 Sekunden erhöhen. Ich höre dann nach 12 auf. Alex macht noch. Nee, ich mache mehr. Ja, 18 bis 20 auf jeden Fall. 3,30. Bis 3,30 runter. Ich höre bei 4,30 auf. Genau. Das Wetter heute ist trocken zumindest. Auf jeden Fall. Eigentlich top. 14, 15 Grad. Alex, was hast du für Schuhe an? Heute mach X2. Gibt schön Speed. Gerade wenn es nachher schneller wird. Ein bisschen Unterstützung und dafür ist er echt geil. Und Carbs. Alex hat sich tatsächlich vielleicht sogar den C hier, den mussten wir schon tapen, gebrochen. Ja. Und wie hast du es hinbekommen? Weiß nicht, war im Pool. Ja, soll ich schwimmen? Die Leiter im Pool und mehr gilt als Verstand. Immer. Ministry. Lemon, Cherry, einmal mit, einmal ohne Koffein. Ist halt ballern. Gut, in diesem Sinne, gehen wir an die Arbeit. Aktuell voll. Ja, aber ich ziehe natürlich für den Tempolauf heute, ich freue mich sehr. Den Zoomfly 6 an. Ein neuer Carbon-Schuh von Nike, der sehr gehypt ist. Mit Carbonplatte, die aber nicht so steif ist. Hoffe natürlich, dass ich keine Blasen kriege. Ich wurde mal gefährlich, aber Nike passt mir eigentlich immer gut, deswegen. Go, 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 Alex! Wisst ihr,
Kein Trainingslager ohne Cola. Zerro, Zerro. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. The next day. Jetzt sind wir angekommen bei Tag 6 im Trainingslager, das heißt Ende der zweiten Woche schon. Die sind Beine 0 bis 10. Genau, sonst Beine eigentlich top, muss ich sagen. Wenn 10 maximal erholt ist, vielleicht bei einer 7, 6, 7 so in der Ecke für das, was wir jetzt bisher schon geballert haben. Also ist echt okay. Heute laufen wir nochmal easy. Morgen dann noch ein Long Run. Und dann ist die erste Woche schon vorbei. 18 Grad oder so als heute. In diesem Sinne, Ab geht's. geht's los. Alright. Und Verpflegung, Geschmackstest. Zasta. Lemon Ministry. 40 Gramm. Alex bringt mir einmal Verpflegung bei. Ja. Bis zum Erfolg. Muss ich auch Verpflegung üben. Ministry. Mal schauen, ob es drin bleibt. Zeig mal. Gleich mal. Mhm. Test 2. Chocolate Outrage. Schmeckt wie, ich finde wie Milka, geschmolzene Milka. Kann man sich gerade reinlernen, echt geil. Echt super. Muss man echt sagen. The next day. So, der Long Run ist auch geschafft. Jetzt gerade fängt es an zu regnen. Alex ist noch unterwegs. Ich bin gespannt. Da kommt er schon. Und natürlich, ihr wisst das, nach dem Long Run ist vor der Coke. Oh, cheers. Genau, und wir hatten über Garmin so eine Route rausgesucht. Katastrophe, es war so schlammig. Ich hatte kiloweise Schlamm irgendwann an den Schuhen. Aber sonst lief es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier Alter, was mit dir passiert? bist du nicht da lang gelaufen. Du bist die ganze Zeit vor mir gelaufen. Ich hab dich immer wieder gesehen. Ja. Aber ich bin so 4,15, Alter, und du bist nicht hergekommen. Und mal schmeckt. Hä, bist du nicht diese... Warum wird das falsch? Alter. Also meine Route, bisschen scheiße. Ja, da war überall Schlamm. Also ich fühle mich wie nach einem Crosslauf. Ich hatte so dicke Schlammklumpen dran. Ne? Und es war schön, war Flamingos da, waren Schafe und alle möglichen Arten von Vögeln. Aber es war so schlammig, Katastrophe. Ich habe echt geflucht. Und ich dachte, Alex hat die gleiche Route. Deswegen dachte ich mir, Alter, der wird aussehen wie ein Schwein. Also sehr schöne Strecke ausgesucht. Garmin, Dankeschön. Ich habe gefühlt alle 200 Meter so einen dicken Klotz Schlamm an den Fersen, der 1 Kilo wiegt. Und den schleudert es dann hinten irgendwann hoch. Die besten Schuhe heute auch rausgesucht. Die Nike. Genau. Aber so ist das. Laufschuhe sind auch nicht zum gut aussehen da, sondern zum Arbeiten. Deswegen, let's go. Irgendwann war dann wieder Asphalt und soweit Beine gut gehalten. Deswegen bin ich jetzt sehr happy und genieße meine Coke. Cheers. Jetzt frage ich noch den Alex. Weil, naja. Nee, ich habe 2 Minuten, habe ich Niesel abgekriegt. Aber fast nur Schweiß. Bin dann noch mal kurz ans Meer gelaufen, habe nochmal die Aussicht genossen. Also war richtig schön an sich die Route. Ziemlich ruhig, zwischenzeitlich viel Gegenwind, aber ich glaube, hattest du auch, gell? Frühstück hat wegen dem Ranzen gespannt, aber das ging ja irgendwann. Sonst, ich bin Picobello geblieben, ich sag's dir. Bei mir war nur Asphalt. Einfach die richtige Route gewählt. Ab jetzt immer länger laufen. Lieber Mittagsschlaf machen. So. Eine Woche Monte Gordo liegt hinter uns. Wir haben es soweit gut überstanden. Ich frage mal noch den Alex nach seiner Meinung. Sieht gemütlich aus bei dir. So sieht's aus. Immer mehr Reboots, Blick aufs Meer, kühles Bierchen. Traum heute. Wie ist dein Fazit von Monte Gordo soweit? Hey, absoluter Traum. Wir hatten ja so ein bisschen, ich sag mal, nasse Startbedingungen hier. Hat sich aber zum Glück gelegt und wie man sieht, geiles Wetter doch noch bekommen. Es war ja immer schön warm. Aber am meisten war, glaube ich, so der Aha-Effekt, wo wir angekommen sind, als wir auf dem Track waren auf der Bahn. Und einfach Jimmy Crissé direkt neben uns die gleiche Einheit gefühlt macht, die 400 Meter ballert. Und da hast du dann so gemerkt, jupp, wir sind angekommen. Seitdem absolut geiler Vibe, ne? Du wirst hier richtig angefixt zum Laufen, da hast richtig Bock, weil überall diese Gruppen durchmarschieren und ein Profi nach dem anderen da vorbei rennt. Jeden Morgen am Frühstück siehst du die ab 60 Minuten Halbmarathon laufen. Absolut crazy. Ja, bisher, gell? Läuft uns. Noch hat man es im Griff, zwickt schon hier und da, aber eine Woche, die schaffen wir noch. Dann legen wir noch was drauf.
Und bei dir, wie sieht's aus? Bei mir auch gut. Ich habe einen V2 Max-Punkt schon dazu bekommen. Ich muss sagen, Montegordo, echt geil hier zum Trainieren. So für Europa verstehe ich, warum das so als Hotspot gilt. Hotel auch tipptopp hier. Haben wir wirklich gut getroffen und seid gespannt auf Woche 2. Wir hoffen auf besseres Wetter und ja, frische Beine.